In meiner Reihe 24 Mini-Boxen für Adventskalender geht es weiter mit der 4. Box und das ist ein Mini-Milchkarton. Wie du ihn einfach nachbasteln kannst, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie, mittendrin in meiner Reihe 24 Mini-Boxen für Adventskalender. Gab es ja letztes Jahr schon, das Ganze da in einer etwas größeren Variante. Das hier ist der Milchkarton, das ist sogar einer der kleineren Boxen. Ich verlinke dir das gerne hier, da kannst du 24 Boxen schon mal basteln im handlichen Format und dieses Jahr mit mir weiter basteln an der Mini-Variante. Wir hatten schon diesen Surprim-Container, dann eine selbstschließende Box mit Boden, ein Mini-Häuschen und heute den Milchkarton. Wir nehmen wieder ein Designerpapier in 6x6 Inch. Ich habe dieses Papier aus der Reihe im schönsten Glanz mit allen Materialien, was dazugehört, und daraus bastel ich. Das wird jetzt heute also unser Milchkarton. 6x6 Inch, 15,2 x 15,2 cm. Das ging, glaube ich, auch 15x15. Aber ich lasse das jetzt mal so in der Größe und das müsste auch funktionieren. Okay, es geht los. Wir brauchen Falzlinien und zwar an der ersten Seite bei 3,5. Es gibt übrigens irgendwann auch noch viel schwierigere Boxen als das, aber das hier sind so diese Standard-Grundboxen, die eigentlich alle ähnlich sind. Also 3,5, 7 cm, 10,5 und 14 cm. Und dann wird es um 90 Grad gedreht. Wie rum ist eigentlich egal. Ich mache erstmal hier unten die Falzlinie bei 3,5. Das wird mein Boden und dann einmal komplett gedreht. Es geht weiter. Hier ist die erste Linie bei 3,5. Die nächste Linie bei 10,5 und die letzte bei 14 cm. Und damit du dich auf meinem Blatt orientieren kannst, werde ich auch jetzt hier einmal schnell falten. Schon in diese Richtung, wie am Ende dann die Box entsteht. Das ist also die Höhe, genau. Und hier unten siehst du jetzt der Boden und da schneide ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, hier drüben dieses Eckchen wieder ab. Und dann siehst du immer, hier unten ist der Boden. Ich kann das hier unten auch schon mal einschneiden der Reihe nach, je nachdem auf welcher Seite ich das besser sehe. Ich gehe übrigens beim Schneiden hier genau in den Falz rein. Genau, Boden ist fertig. Ja, das hier oben, diese Kante, also wir haben hier noch eine, die falten wir so rum und die hier oben falten wir in die andere Richtung. Jetzt könntest du dir mühsam, also mühsam ist nur relativ, weil ich sehe das immer so schlecht, hier Diagonalen einzeichnen. Musst du aber nicht, weil die ergeben sich eigentlich. Aber wenn du Freude dran hast, dann nimmst du praktisch das erste und das dritte oder das zweite und das vierte Feld, also die gegenüberliegenden, machst dir eine Markierung bei 3,5, die Hälfte, kannst du ausrechnen, und ziehst dir hier diagonal. Ich mache das so, dass ich jetzt schon klebe. Und zwar kommt hier mein doppelseitiges Abreißklebeband wieder auf die Klebefläche. Setzen wir dahin, ziehen die Schutzfolie ab, nehmen die Seite und dann schauen wir, ob wir richtig gemessen haben und falten das hier genau drauf und kleben es fest. Und dann müsste es in beide Richtungen gut zu falten sein. Jetzt wird hier unten der Boden geklebt und auch den kannst du schon ineinander kleben. Ich klebe da meistens erstmal die gegenüberliegenden, dann schaue ich nochmal, wo ist meine Klebenaht, die ist hier, die wird nach hinten gesetzt, das heißt, auf der anderen Seite kommt dann meine letzte Seite, die Vorderseite, weil die geschlossene Kante, die dann vorne so das Ganze schön abschließt, hier diese möchte ich dann vorne haben. So, jetzt das Falzbein mal innen reindrücken, schauen, dass das gut sitzt. Das ist auch eine der Boxen, die also ganz schnell gehen. Und du siehst schon, es gibt einige Boxen, die ähnlich in ihrer Art sind. Das ist halt Sinn der Übung hier. So, jetzt fasse ich das so an, nehme genau die Mitte, schiebe ich hier rein, drücke das fest, sehe, dass das oben mittig zusammensitzt, halte das fest, nehme eine meiner Lieblingsklammern und setze die hier oben drauf. Und schon ist die Sache mit dem Milchkarton oben fertig geschlossen. Und du siehst, du kannst es in jeder Höhe machen, du könntest es auch kürzer machen. Hier ist ja fast eine quadratische Sache, also würfelig.
würfelig, quadratisch ist wieder Fläche. Ist ja nicht Fläche, ist ja räumlich. So, und dann dekorieren wir noch ein bisschen. Und jetzt habe ich letztens diesen roten mir zugeschnitten und dann war es doch nicht. Also setzen wir den jetzt hier drauf. Auch eine ähnliche Sache wie beim Häuschen. Doppelseitiges Abreißklebeband drauf. Schön bis nach hinten. Meine schönste Seite. Hier drüben hinten ist die Naht. Das ist die schönste Seite. Genau, lege ich mir schon mal vorne hin. Schaue, dass ich das gerade draufsetze. Du könntest natürlich auch Fensterchen und Türchen draufsetzen und das Set Willkommen vielleicht irgendwie verwenden. Und da fällt mir ein, du kannst natürlich alle Boxen auch nicht nur für einen Adventskalender verwenden, sondern für kleine Goodies zwischendurch. Die bieten sich wirklich zu allen Gelegenheiten an. Siehst du, so schön haben wir das hier fertig. Die Zahl vorne drauf, ein bisschen Bling Bling, gibt es alles, wenn du da mal schaust im Katalog. Bei dem Im schönsten Glanz heißt das Produktpaket. Setz dir das so zusammen, wie du das brauchst. Und jetzt zeige ich dir mal so ein bisschen eine Variante noch zu meinem Mini-Adventskalender-Boxen. Die kannst du das ganze Jahr über gebrauchen und verwenden. Hier ist die So-Creme-Box, der So-Creme-Container. Sei einfach du selbst mit dem Fisch drauf. Schöne Deko zur Taufe oder Konfirmation. Die anderen Boxen habe ich noch nicht fertig dekoriert, aber könnte man genauso super verwenden. Hier Milchkarton, kleines Fläschchen rein, Badezusatz, was auch immer. Hier eine kleine Tafel Schokolade, diese Mini-Tafeln, du weißt schon welche. Müsste alles super passen und wenn nicht, passt dir die Größen an. Die Grundformen lassen sich immer weiter variieren zu allen möglichen verschiedenen Verpackungen. Ja, das war schon wieder die nächste Anleitung. Und ab jetzt wird es kompliziert. Ich zeige schon mal ins Bild, was als nächstes kommt. Es kommt eine Facettenbox. Da habe ich hier diese. Und die werde ich mal in klein bauen und mal schauen, ob das auch aus so einem Designerpapier funktioniert. Aber wahrscheinlich werde ich eher einen Farbkarton nehmen. Lass dich überraschen, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du diese Verpackung ganz sicher nicht. Und ansonsten geht es hier weiter mit noch mehr Anleitungen, Ideen und Tipps von mir. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.